Risotto, schön schlonzig mit Steinpilzen. Und wie der Klassiker der italienischen Küche funktioniert, seht ihr in diesem Video. Oh, ist das lecker. Moin aus Hamburg, hier ist der Kalle und die Zutaten zeige ich euch jetzt. Bester italienischer Risotto-Reis, eine kleine Zwiebel, 80 Gramm Butter und das sind sage und schreibe 60 Gramm getrocknete Steinpilze. Safranfäden noch dazu, ein Gläschen trockener Weißwein darf nicht fehlen, den Rest gibt es nachher zum Essen. Und ganz wichtig, ich habe hier eine Gemüsebrühe, ungefähr 1 Liter und die habe ich schon mal erwärmt, weil wir brauchen eine heiße Brühe für unser Risotto. Wir fangen an mit Butter, die geben wir in die Pfanne und lassen die schon mal schmelzen und da können praktisch auch gleich die Zwiebeln oben drauf. Anschwitzen ist die Devise. Und wir schneiden in der Zwischenzeit unseren Knoblauch. Muss gar nicht so furchtbar fein sein. Und den geben wir jetzt direkt zu unseren Zwiebeln und schwitzen auch den mit an. So sieht das schon mal ganz gut aus. Da gebe ich schon gleich ordentlich Pfeffer dazu. Mit dem Salz bin ich allerdings noch vorsichtig, weil meine Brühe ist schon leicht gesalzen und der Parmesan bringt auch eine gewisse Würzigkeit mit. Salz mache ich immer erst zum Schluss. Wenn die Zwiebeln und die Butter und die Knoblauchstückchen so nett angeschwitzt sind, gebe ich da auch gleich meine getrockneten Pilze da oben drauf. Weil auch die dürfen noch so ein bisschen mit anschwitzen. Die ganze Küche duftet, oder? Ja. Also dieses Steinpilz haben ein Aroma, ist unglaublich. Unser Risotto-Reis, der wird auch kurz mit angeschwitzt. Er soll ein bisschen Wärme erfahren. Und dann löschen wir das Ganze gleich mit dem Weißwein ab. Beim Weißwein könnt ihr benutzen, was immer ihr möchtet. Ich empfehle immer, benutzt den Wein, den ihr auch zum Essen trinken möchtet. Schaut mal. So sieht das schon mal aus. Das ist der Beginn einer wunderbaren italienischen Leichtigkeit. Was ich da jetzt an dieser Stelle jetzt gleich dazu gebe, ist mein Safran. Wenige Fäden von dem Safran, das reicht schon vollkommen. Das bringt uns Aroma und das bringt uns Farbe. Wunderbare Kombination mit den Steinpilzen. So, und wenn der Weißwein, so wie jetzt in diesem Fall, schon so gut wie verdunstet ist, beziehungsweise der Reis hat ja schon etwas aufgenommen, geben wir jetzt gleich den ersten Schuss von unserer heißen Gemüsebrühe da oben drauf. Ungefähr 1/4 von der Gesamtmenge. Das Ganze wird gerührt. Jetzt darf unser Risotto-Reis in aller Ruhe die Brühe aufnehmen. Deswegen gehen wir mit der Hitze ein wenig herunter. Und das Geheimnis eines guten Risottos ist immer schön rühren, damit es a. nachher nicht anbrennt und b. wir sprechen immer von der Schlonzigkeit. Es muss schön cremig und schlonzig werden. Unser Reis hat die Brühe regelrecht ausgetrunken. Höchste Zeit, noch mal einen Schluck dazu zu geben. Und so arbeiten wir uns langsam an das große Finale heran. Immer wieder rühren, sodass der Reis die ganze Brühe in Ruhe aufnehmen kann und dabei gar wird. Die Pfanne ist doch perfekt dafür und unser kleiner Milchtopf hier für unsere Brühe umso besser. Den liebst du ja besonders. Den liebe ich. Mit diesem Ausgießen, ich finde das einfach toll. Brauchst du keine Kelle und nichts. Und auch diesen Schwung Brühe soll unser Reis jetzt in Ruhe aufnehmen können. Was wäre ein Risotto ohne eine Unmenge von frisch geriebenem Parmesan? Die eine Hälfte kommt in das Risotto und die andere Hälfte obendrauf. Lecker. Carmen, siehst du das? Das ist ein fast fertiges Risotto. Und wie schön sich die Pilze entwickelt haben. Tolle Qualität, getrocknete Steinpilze. Und der Parmesan, der kommt jetzt hier ordentlich oben drauf. Hitze kommt jetzt weg und der Parmesan wird nur noch einmal untergeschwenkt.
Und der darf da jetzt schmelzen. Schau es dir an. So darf ein Risotto aussehen. Reine Rührzeit waren jetzt 35 Minuten mit aller Sorgfalt und das verstehe ich unter einem schlonzigen Risotto. So, jetzt wollen wir mal probieren. Dürfte heiß sein. Das ist Dolce Vita, das ist Amore, das ist Italien. Meine Kamerafrau hat Hunger. Jetzt, Ja, du aber auch heute. Carmen, du hast mir das hier so schön hingestellt. Jetzt weiß ich auch endlich, wofür das ist. Ach komm, das finde ich wirklich super praktisch. Ja, es ist auch praktisch, das stimmt. Also so einfach kann italienische Küche sein. Ich glaube, so ein kleiner passt da noch drauf. Und da frisch geriebenen Parmesan noch dazu. So sieht das doch gut aus. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen. Ist das gut. Über einen Daumen hoch und ein Abo für unseren Kanal würden wir uns sehr freuen. Wir haben euch lieb. Und ich schließe mich dem an. Tschüss, ihr Lieben.